Markenworkshops können echte Gamechanger sein oder peinliche Zeitverschwendung. Ich zeige dir, wie du mit der richtigen Vorbereitung und Struktur echte Ergebnisse erzielst. Wenn Markenworkshops scheitern, liegt das nicht am Format, sondern daran, dass Zielstruktur und Guidance fehlen. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Markenworkshop so aufsetzt, dass Ziele erreicht werden und man nicht nur mal drüber geredet hat. Der Workshop braucht ein definiertes Ziel. Formuliere die Aufgabe und die zu beantwortende Frage, zum Beispiel, wofür soll unsere Marke in Zukunft stehen, als roten Faden, und kommuniziere das Ziel an die Teilnehmenden. Ohne klare Zieldefinition weiß das Team nicht, was es erarbeiten soll. Wir sehen immer mal wieder Markenworkshops, an denen ausschließlich das Marketing beteiligt ist. Aber damit die Ergebnisse umgesetzt werden, müssen diese Personen dabei sein. EntscheidungsträgerInnen, Fach- und Führungskräfte, zum Beispiel aus Sales, R&D, HR, Nachwuchskräfte und der Troublemaker. So bekommt ihr ein multiperspektivisches Bild, bindet das Team mit ein und schafft MultiplikatorInnen. Du ahnst es schon, Freestyle-Workshops sind zum Scheitern prädestiniert. Strukturiert den Tag deshalb durch. Schreibe eine Agenda. Überlege dir vorher geeignete Methoden, die du anwenden willst, um die gewünschten Inhalte zu erarbeiten. Plane genug Zeit für Einzel- und Gruppenübungen ein und mache Timekeeping. Die Faustregel: Gruppenübungen nicht unter 45 Minuten. Wenn Teilnehmende schneller sind, super. Abbrechen ist dabei immer ungünstig. Plane auch genug Zeit für Pausen ein. Bereite alle notwendigen Materialien und Tools vor. Rechner und Klicker, Ladekabel und Adapter, Screen oder Beamer, Stifte und Post-its, Magnete und Klebeband, Templates, Whiteboards oder Flipcharts in ausreichender Menge und digitale Tools wie zum Beispiel Miro. Und teste alles vorher, egal ob Marker oder Miro-Board. Mein Tipp: hole dir auf jeden Fall einen Facilitator an die Seite. Gute Markenworkshops folgen einer klaren Dramaturgie. Wir arbeiten meist in 3 Phasen. Erste Phase: wir klären die Erwartungshaltung, geben einen Impuls zur Ausgangslage und machen ein Warm-up. Beachte bei deinem Einstieg, dass vielleicht nicht alle den gleichen Zugang und das gleiche Wissen zum Thema Marke haben. Zweite Phase: wir erarbeiten mit projektiven und kreativen Methoden die Markenelemente Kompetenz, Ambition, Mission, Werte und Kern und konsolidieren die Ergebnisse. Dritte Phase: im Wrap-up fragen wir ab, wie es allen geht und geben Ausblick darauf, was mit den Ergebnissen konkret passiert. Der Workshop steht und fällt mit der Moderation. So erfüllst du deine Rolle perfekt. Sei der Guide. Der Prozess ist deine Verantwortung. Weiche deshalb nicht unnötig von deinem Plan ab. Erkläre jede Methode, erläutere den Zweck und frage ab, ob alle die Übung verstanden haben, und visualisiere die Ergebnisse. Wenn Diskussionen aus dem Ruder laufen oder sich im Kreis drehen, ist es deine Aufgabe, diese abzumoderieren, auch wenn es sich um deine Vorgesetzten handelt. Parke wertvollen Input, der nicht sofort bearbeitet werden kann. Die meisten Teilnehmenden werden sich aktiv an Anfang und Ende des Tages erinnern. Nutze den Einstieg, um alle abzuholen, und habe immer einen Plan, wie es weitergeht. Dann bleiben die Ergebnisse, du und der Workshop in bester Erinnerung. Wenn du wissen willst, welche Methoden sich für die Erarbeitung der Markenelemente eignen, dann schau dir das Video Markenworkshop in einem Tag an. Tot de volgende keer!